Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute gibt es wieder eine Vorstellung von einem Bike und zwar von der Chiara Edition. Ist eine Ducati Panigale V4 SP2, wieder komplett umgebaut und ihr seht schon, ich hau die ganze Zeit hier hin. So schön schon wieder. Ihr seht es jetzt gleich nach dem Intro. Bevor das Video aber beginnt, muss ich euch noch ganz kurz sagen, wir blenden diesmal die Preise ein und zwar alle Teile, die ich jetzt gleich erklären werde im Video. Blende ich unten rechts ein, damit ihr auch sehen könnt, was kostet eigentlich so ein Projekt. Bei den Preisen handelt es sich um Listenpreise inklusive 19% deutscher Mehrwertsteuer. Genau, damit wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Also ich zeige immer währenddessen die Preise und am Ende sehen wir auch nochmal den kompletten Gesamtpreis vom Bike. Genau, dann würde ich sagen, viel Spaß auf jeden Fall beim Video. Wir sehen uns jetzt gleich nach dem Intro mit einem Bike-Porn und dann geht's los mit der Vorstellung von der Chiara Edition. Viel Spaß! Hier steht sie, Ducati Panigale V4 SP2 Chiara Edition von uns kreiert. Eine One-of-One Edition und schaut es euch einfach an. Wunderschön hier mit diesem Türkisgrün und dann das Rot. Matcht auf jeden Fall sehr, sehr geil. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an mit dem, was man sieht. Und zwar erstmal mit der Verkleidung. Es handelt sich hierbei um eine Superbike-Verkleidung von AP Carbon Line. Ist aber hier nicht die Carbon-Variante, sondern die Lavatex-Variante. Wundert euch nicht, das Bike hat schon ein paar Kratzer und ist auch schon gestürzt und auch die Verkleidung. Leider war der Umbau beim ersten Mal noch nicht ganz fertig, dass ich das Video komplett abdrehen konnte. Genau, somit ist sie jetzt so ein bisschen zerkratzt an ein paar Stellen, deswegen wundert euch nicht. Sie ist nicht mehr ganz neu, aber wir wollen sie euch natürlich trotzdem zeigen. Genau, also Superbike-Verkleidung hier, Lavatex-Variante von AP Carbon Line. Superbike-Verkleidung deswegen, weil sie 5 cm breiter ist als die originale Verkleidung und auch das Windshield, wie ihr sehen könnt, ist deutlich höher als original. Auch das Windshield schließt er hier schon ab. Beim originalen Windshield geht es ja hier noch runter. Könnt ihr ja mal, wenn ihr eine Panigale selber habt, könnt ihr da noch mal schauen. Genau, also Superbike-Verkleidung und auch hier von der Front kann man es immer ganz gut erkennen, dass es doch breiter ist und gerade für größere Fahrer beziehungsweise auch für Fahrer, die ein bisschen breitere Schultern haben, natürlich besser geeignet. Das Lavatex-Material ist ein bisschen günstiger als die Carbon-Variante. Genau, es gibt ja diese Verkleidung auch in Komplett-Carbon. Lavatex ist so ein Zwischending zwischen Carbon und GFK. Ich beschreibe es immer ganz gerne so, dass es eben die Eigenschaften von Carbon hat. Also es ist nicht so brechlich und auch nicht, ja, fliegt nicht in 100.000 Fetzen, wenn man stürzt wie GFK, sondern ist eben genauso stabil. Ich kann euch das ja hier mal zeigen. Genau, also ist auf jeden Fall nicht so wie Glasfaser. Und ihr seht auch, dass dieses Lavatex-Material auch so eine gewisse Struktur hat. Also sieht so ein bisschen aus wie eben Carbon. Genau, ist aber ein anderes Material. Günstiger eben vom Einkaufspreis und somit auch günstiger im Verkaufspreis als eben die Carbon-Varianten. Genau, das kann ich euch hier hinten auch noch mal ganz kurz zeigen. Also wir haben hier eben die Heckverkleidung, die Front, Windshield links, rechts und Bug eben in dem Lavatex. Genau, und die Airbox-Verkleidung, weiß gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Dann zur Optik natürlich. Hat uns wieder der Luis das Ganze hier foliert. Favela Industry in Frankfurt. Wir haben das Ganze wieder designt, hier mit dem Kunden vor Ort die Farbe ausgesucht und dann im Prinzip zum Luis gegeben zum Folieren. Und ja, schaut es euch einfach wieder an. Das Grün, wunderschön. Ich gehe mal hier auf die andere Seite. Könnt ihr es auch noch mal kurz von der anderen Seite anschauen. Farblich haben wir das Ganze eben mit dem Kunden ein bisschen abgestimmt. Und zwar hat der Kunde den Alpinestars Lederkombi, der so ein bisschen Rot mit dabei hat, beziehungsweise dieses Neonrot von diesem Alpinestars Kombi. Die ein oder andere, der den Kombi fährt, weiß wahrscheinlich gerade, was ich meine. Genau, und eben von der Paola so ein bisschen abgekupfert. Das Grün ist nicht ganz so gleich wie bei der Paola, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Ich würde sagen, das von der Paola war vielleicht ein Ticken türkiser. Wer die Paola noch nicht gesehen hat, ich verlinke sie oben rechts mal, könnt ihr euch die gerne nochmal anschauen.
Genau, die Chiara ist jetzt hier so ein bisschen ja, grüner geworden, würde ich fast sagen. Ja, mit eben statt dem Neon Orange eben hier das Neon Rot. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Wunderschön. Ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal hier das Heck. Damit ihr das nochmal gesehen habt, das ist natürlich auch foliert. Hier in dem Grün. Dann haben wir hier in die Felge den Reifensticker auch in dem Grün reingemacht. Und als Sponsoren haben wir hier die Teile auch genommen, die eben verbaut sind. Dann starten wir einfach wie immer ganz vorne, und zwar fangen wir an hier mit der Bremsscheibe. Wir haben hier Brembo T-Drive 5,5 mm Supersportscheiben drauf. Genau, Supersport heißt es deswegen, weil die 34er Piste haben, die Superbike Scheiben haben immer 30er Piste. Die Bremsscheibe ist auf jeden Fall geeignet für den originalen Sattel und auch eben für die originalen Bremsbeläge. Genau, also hier T-Drive Bremsscheiben mit Z04 Bremsbeläge. Ich weiß nicht, ob man die ganz gut erkennen kann. Ich glaube schon, ja, da sieht man es, glaube ich, relativ gut. Eben mit dem originalen Bremssattel, der eben schon bei der Panigale V4 SP2 verbaut ist. Jetzt zeige ich euch das Ganze noch kurz hier von der anderen Seite. Da kann man auch noch mal ganz kurz hier die Bremsscheibe sehen. Genau, hier seht ihr schon, dass die ein bisschen gestürzt ist leider. Ja, dann machen wir auf jeden Fall weiter mit den Bremsleitungen. Und zwar haben wir hier Hehl-Bremsleitungen in so einer Carbon-Optik. Genau, die gehen im Prinzip direkt vom Sattel hier unten an die Gabelbrücke ran. Dann mit so einem Verteiler rüber und hier oben eben an die Bremspumpe. Wir haben hier das ABS komplett stillgelegt. Das heißt, die Leitung ist eben vom Sattel direkt an die Bremspumpe. Normalerweise ist es ja so, dass erst von der Bremspumpe hier an den ABS-Block geht und dann rüber wieder an den Sattel. Genau, ewig viele Leitungen drin, gerade mit diesem ganzen ABS. Auch hinten, da kann man auf jeden Fall sich ein bisschen Gewicht sparen. Und auf der Rennstrecke macht ABS sowieso eher weniger Sinn. Deswegen, genau, hier direkt eben angelenkt. Dann haben wir hier gerade schon gesehen, Brembo RCS 19 Corsa Corta. Corsa Corta ist im Prinzip die Pumpe, die man hier verstellen kann. Da kann man zwischen Normal, Sport und Race wählen. Genau, mit dem Rädchen lässt sich im Prinzip der Leerweg verstellen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Regen fahrt und ein bisschen anderen Leerweg hier haben wollt, könnt ihr das auf jeden Fall dann umstellen. Genau, sonst auf der Rennstrecke eigentlich die Race-Einstellungen natürlich. Aber wenn es mal regnen sollte oder ihr sagt, okay, das ist mir zu aggressiv, ich will ein bisschen mehr Leerweg haben, dann kann man das im Prinzip hier umstellen. Genau, der Hebel ganz normal verstellbar. Ja, ich denke, die Brembo RCS Corsa Corta kennen auf jeden Fall einige von euch. Dann machen wir beim rechten Lenker gleich weiter. Und zwar haben wir hier den Chaprime Kurzzug-Gasgriff und dazu noch den Chaprime Lenkerschalter, der im Prinzip auf dem Gasgriff dann drauf sitzt, damit alles eben auch schön kompakt ist und schaut auch wunderschön aus, wie ich finde. Genau, Kurzzug-Gasgriff. Und hier dann noch der Bonamici Brake Lever Guard Evo, der so ein bisschen ja aerodynamisch ist, beziehungsweise auch so geschwungen. Ich glaube, man kann das hier ganz gut erkennen. Den verbauen wir eigentlich immer ganz gerne, weil er auch einfach schön detailliert ausschaut, nicht so klobig, und auch wenn ihr hier seht, oh, die Aerodynamik. Ja, da hat sich Bonamici auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen auch. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Hier haben wir den jetzt in der schwarzen Variante. Dann gehen wir von der rechten Seite rüber auf die linke Seite. Hier haben wir die originale Kupplungspumpe mit dem Lightech Kupplungshebel. Und darunter seht ihr schon Accusato Daumenbremspumpe. Die, glaube ich, habe ich euch so auch noch nicht gezeigt gehabt. Schauen wir mal, ob ich sie hier scharf kriege. Genau, also hier ist die Pumpe im Prinzip fixiert. Ich kann jetzt mal hier bremsen. Dann seht ihr, hier hinten bewegt sich dann nichts mehr. Genau, also Daumenbremspumpe. Ich schaue mal, dass ich euch die hier von unten noch ein bisschen zeigen kann. So, auch hier wieder mit der Hehlbremsleitung, die dann hier entlang geht. So, und dann einmal unten durch. Und dann kommt sie hier unten irgendwo raus. Jetzt schaue ich mal, ob ich sie drauf kriege. Also hier sieht man sie auf jeden Fall beim Sattel. Genau, die geht dann hier irgendwo entlang. Muss mal schauen, hier glaube ich kommt sie irgendwo raus. Ah ja, genau, da ist ja die Leitung. Genau, im Prinzip hier direkt dann an den Sattel. In Kombination mit dieser Daumenbremspumpe haben wir auch noch von Hehl so eine Kombipumpe hier drauf gebaut. Die Kombipumpe im Prinzip ermöglicht es, dass man eben einmal mit der Daumenbremspumpe eben bremsen kann oder auch mit der Fußbremse. Also beides gleichzeitig geht nicht, aber man kann zum Beispiel sagen, okay, ich bremse jetzt hier mit dem Fuß hinten, oder er schaltet dann um, wenn du im Prinzip oben drückst. Genau, damit ihr das auch mal seht, hier, ich betätige jetzt mal hier schnell den Hebel. Genau, hier könnt ihr auch wieder im Prinzip das Hinterrad dann nicht drehen. Das heißt, wenn ihr beide Funktionen noch erhalten wollt, also sprich Daumenbremspumpe und eben Fußbremse, braucht ihr hier so eine Kombipumpe. Dann gehen wir wieder zurück nach oben. Den haben wir auch gerade eben schon gesehen. Hier Chaprime Lenkerschalter für die linke Seite. Und was wir links und rechts eben auch haben, sind die ProGrip 717 Lenkergriffe.
Genau, hier auch nochmal zu sehen auf der anderen Seite. Dann als Lenker haben wir hier unsere 2D-Lenker. Die sind eben zweidimensional verstellbar. Sprich, ihr könnt sie einmal nach vorne und nach hinten bewegen, ganz normal. Und aber auch nach oben und nach unten von der Neigung. Ich schau mal, ob man das hier, genau, kann man das dann im Prinzip verstellen. Das ist immer ein bisschen, wenn es verbaut ist, ein bisschen schwierig. Ich schau mal, ob ich hier reinkomme. Oder ich schau mal, ob es von der anderen Seite vielleicht ein bisschen sichtbarer ist. Einen Moment. Da kann man es jetzt ein bisschen besser erkennen. Leider auch hier schon Kratzer drin wegen dem Sturz. Aber ja, genau. Im Prinzip so verstellbar und nach vorne und nach hinten verstellbar. Hier sehen wir dann zu Silber rausblitzern die IMA-Gabelbrücke. Und zwar ist es eine Gabelbrücke mit verstellbarem Offset. Hier haben wir auch nochmal eingravieren lassen. Chiara Edition One of One. Im Prinzip in Silber, also in der Aluminium-Variante. Hier unten sieht man auch nochmal die Gabelbrücke unten. Ich schau mal, ob ich den hier nochmal von der Seite gut drauf kriege. Ja, hier sieht man es ganz gut, die Gabelbrücke. Genau, mit verstellbarem Offset, das heißt, ihr könnt im Prinzip hier die Inlays ändern und somit euer Offset dann ändern, je nachdem, ob ihr es eben dann handlicher oder stabiler haben wollt. Dann für die Kupplungspumpe und für die Daumenbremspumpe brauchen wir hier eben 2 Ausgleichsbehälter. Hier haben wir auch nochmal so einen rauchgrauen Ausgleichsbehälter eben vom Brembo. Genau. Hier haben wir dann gar keinen mehr bei der Kombipumpe. Normalerweise ist ja hier original irgendwo noch der Halter dann angebracht. Genau, der ist jetzt aber hier oben im Prinzip der Ausgleichsbehälter. Dann bewegen wir uns mal ein bisschen mittig. Hier sehen wir den Jet Prime Kill Switch Button, mit dem sich das Motorrad im Prinzip an- und ausmachen lässt. Der Schlüssel ist hier unten drunter integriert. Der hängt jetzt hier nur an der Seite. Den macht der Kunde später weg, aber dass wir ihn nicht irgendwo verlieren. Genau, ist er eben am Motorrad. Genau, also Jet Prime Kill Switch Button, den betätigen wir auch nachher nochmal, weil ihr kriegt natürlich auch einen Soundcheck hier zur Auspuffanlage. Da kommen wir aber später noch auf jeden Fall dazu. Hier mittig Spider Racing Schnellverschlusstankdeckel. Kann ich für euch auch mal ganz kurz hier betätigen. Also einfach so eine halbe Umdrehung drehen und dann hier wieder draufsetzen und dann wird auch wieder geschlossen. Dann habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, komischer Tank für eine Panigale V4, oder? Es ist hier nämlich ein komplett anderer Tank und zwar ist es ein kompletter Kunststofftank. Im Prinzip ist das hier ein einziges Teil, sprich der Heckrahmen und alles der Originale, beziehungsweise auch hier das originale Plastikzeug und sowas, was da oben normalerweise drauf ist, fällt alles weg und ihr habt im Prinzip einen kompletten Kunststofftank. Den haben wir jetzt hier lackieren lassen, aber genau, weiß nicht, ob man das hören kann. Ja, ich denke, man hört es, dass es auf jeden Fall Kunststoff ist. Wir haben hier sogar auf der anderen Seite das so einlackieren lassen, dass man den Spritstand sieht. Einziges Problem ist, dass man ein bisschen dunkleren Sprit braucht. Wir haben jetzt hier zwar Sprit drin, aber wie ihr sehen könnt, man sieht fast gar nichts. Also ich glaube, hier unten vielleicht ganz leicht. Schau mal, wenn ich ein bisschen wackel, ja. Ist es schwierig. Auf jeden Fall braucht ihr einen dunkleren Sprit, damit ihr es überhaupt seht. Genau, aber trotzdem auf jeden Fall coole Anzeige. Wenn man natürlich noch wissen will, wie viel in seinem Tank drin ist. Das Ganze haben wir hier oben auch nochmal. Ich glaube, von der anderen Seite sieht man das ein bisschen besser. Hier, da habt ihr auch nochmal dann den Füllstand. Genau, also ein kompletter Tank, kompletter Kunststofftank. Das Geile ist natürlich auch, wenn ihr irgendwie Probleme habt hier unten drunter. Ihr müsst im Prinzip diese Schraube und auf der anderen die zwei Schrauben aufmachen und ihr könnt den kompletten Tank wegnehmen. Gut, er ist unten noch an der Pumpe natürlich angeschlossen. Ganz kurz abschließen. Und dann könnt ihr den Tank im Prinzip einfach komplett abnehmen. Ihr kriegt hier mit dem Kit im Prinzip so einen schönen kleinen Heckrahmen mit, der aber wirklich nur bis hierher geht. Also ich glaube, da hinten kann man es gar nicht ganz gut erkennen. Genau, also so ein minimaler Heckrahmen und dann sitzt im Prinzip einfach der Tank drauf. Hat natürlich erstmal den Vorteil, dass ihr euch einiges an Gewicht spart. Dann der originale Tank ist natürlich von der Ergonomie her nicht für alle passend. Hier bei dem Tank habt ihr 7 cm mehr Platz. Also ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Und auch natürlich die Sitzposition ist ganz, ganz anders. Der Tank wurde auch so im Prinzip konstruiert, dass der Schwerpunkt vom Bike, beziehungsweise auch der Schwerpunkt eben vom Tank, mehr mittig liegt. Sprich, es ist natürlich auch nochmal vom Handling her ein bisschen anderes Feeling dann. Ihr seht auch hier vom Kniewinkel, also es ist sehr, wenn ihr euch mal die neue Panigale anschaut, beziehungsweise auch die MotoGP Editions, die haben hier sehr, sehr ähnlichen Tank wie der jetzt hier. Also hier auch mit so einem schönen Knieschluss und aber auch extrem schlank. Schauen wir mal, ob ich den von oben noch mal ein bisschen drauf kriege. Ja, ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen, wie schlank der hier zusammengeht, der Tank. Dann eben die Sitzbank von Raceseats, die hier customized ist. Da können wir im Prinzip alles komplett frei konfigurieren. Also wir könnten theoretisch auch sagen, hey, der Fahrer möchte komplett glatt sitzen, der möchte 5 cm hoch oder ihr könnt auch hier so einen Hügel haben. Also da ist wirklich alles frei konfigurierbar. Ja, der Kunde hier in dem Fall ist sehr, sehr groß und wir haben ihm jetzt so viel Platz wie möglich auf jeden Fall verschafft, dass er auch für seine Größe gut drauf sitzt. Er hat hier auch schon Probe gesessen und man muss sagen, auch vom Kniewinkel her, was das Bein angeht und alles für größere Fahrer, ist der Tank einfach top. Man kann auch noch mittels Exzenter hier
das ein bisschen verstellen, sprich man kann die Heckhöhe noch ein bisschen anheben oder auch ein bisschen tiefer legen. Genau, dann mitgeliefert auch im Kit wird immer so ein Halter für die jeweilige Auspuffanlage. Jetzt hier in dem Fall für die Spark-Auspuffanlage, gibt es aber auch für Acra oder auch für andere FM-Project-Anlagen. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen Halter. Also ich glaube, eigentlich für jede Andesite-Auspuffanlage sollte da auf jeden Fall was machbar sein. Dann haben wir noch so ein Hitzeschutzband hier mit reingeklebt. Genau, damit auch der Tank hier unten nicht allzu heiß wird. Aber ja, die Firma macht auch Tanks für die komplette Rallye Dakar. Da brauche ich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass er irgendwie jetzt zum Schmilzen anfängt oder wie auch immer. Genau. Ist ein super Kunststoff und zum Beispiel auch die Aprilia, die hat ja auch serienmäßig schon einen Kunststofftank. Ja, auf jeden Fall super, super geile Entwicklung hier. Und ihr habt den Preis ja gesehen, also es ist wirklich auch nicht so teuer im Gegensatz zum originalen Tank, der beim Sturz vielleicht dann kaputt gewesen ist. Da muss man sich den originalen Tank für, ich glaube, 3.000, 4.000 Euro auf jeden Fall wieder kaufen oder man findet irgendwo einen bei eBay. Ja, aber die originalen Tanks sind auf jeden Fall sehr, sehr teuer und da ist so ein Kunststofftank im Prinzip eine super Lösung. Gerade wenn man natürlich noch ein paar positive Aspekte mit dabei hat, wie zum Beispiel eben die Sitzposition, die Ergonomie und alles drum und dran. Also da muss man sagen, richtig, richtig cooler Tank. Das Einzige, was man hier machen muss bei der AP-Verkleidung, dass man hier diesen Bürzel hier rausnimmt. Genau, es gibt ja aber auch Tankverkleidungen, die hier komplett drüber gehen. Da muss man das dann nicht rausnehmen. Was aktuell noch ein bisschen unpassend ist, im Prinzip hier ist die Airbox-Abdeckung von AP. Ihr seht, wir haben da so ein Band reingeklipst, dass es im Prinzip ja nicht ganz so ein großes Spaltmaß ist. AP ist jetzt auf jeden Fall gerade dabei, eine Tankverkleidung für diesen Tank hier speziell nochmal zu machen. Es ist nämlich so, dass hier ein bisschen dieses Spaltmaß ist wegen der Tankhaube. AP geht natürlich davon aus, dass vielleicht auch ihre Tankhaube benutzt wird und deswegen ist hier immer ein bisschen mehr Platz bei der Airbox-Abdeckung, damit man natürlich die Tankhaube noch drunter kriegt. In diesem Fall braucht man das natürlich jetzt aber hier nicht. Somit hätten wir hier jetzt, ja ihr seht es ja, ein relativ großes Spaltmaß. Wir haben das jetzt hier mit so einem Art Kreppband so ein bisschen aufgepolstert im Prinzip. Der Kunde kriegt hier aber auf jeden Fall noch die passende Airbox-Abdeckung, damit hier auch die Spaltmaße wieder passen. Mit der originalen Airbox-Abdeckung bzw. mit dem originalen Seitenteil sollte das aber überhaupt kein Problem sein. Also der Tank ist dafür ausgelegt, dass im Prinzip die originalen Sachen hier passen. Genau, also falls ihr eine Originalverkleidung habt, braucht ihr euch über dieses Spaltmaß eigentlich keine Sorgen machen. Serienmäßig bei der Ducati Panigale V4 SP2 ist ja schon verbaut im Prinzip hier das elektronische Öl ins Fahrwerk. Da haben wir nichts geändert, sprich das Fahrwerk ist jetzt hier noch original. Eine STM-Trockenkupplung ist hier bei der SP2 schon drin. Die kommt dann serienmäßig von Ducati eben schon so. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Ja, und auch hinten das Federbein, gehen wir mal kurz auf die andere Seite, ist im Prinzip noch das elektronische Originale von der SP2. Dann habt ihr gesehen, hat der Kunde hier die Gilles Fußrastenanlage drauf. Zu der kann ich gar nicht viel erzählen, weil wir Gilles gar nicht im Programm haben. Ich packe euch auf jeden Fall trotzdem mal noch den Preis mit rein, damit ihr auf jeden Fall wisst, was die Anlage ungefähr kostet. Dann kommen wir natürlich dazu, wo einige schon drauf gewartet haben, dass ich es zeige, und zwar die Spark Auspuffanlage. Das ist hier so eine Dreiviertelanlage, im Prinzip, oder ein Slip-On, sage ich jetzt eher mal. Der Cut fällt weg. Und ab Cut im Prinzip ist alles noch original. Das heißt, die Krümmerrohre sind hier noch original, aber im Prinzip hier hinten die Auspuffanlage kommt dann von Spark. Ist also keine Komplettanlage, ist natürlich aber auch um einiges günstiger als so eine Komplettanlage dann. Ich zeige euch hier unten das Ganze nochmal. Genau, also ab hier ist im Prinzip Spark, da oben ist dann noch original. Und hier vorne, könnt ihr das glaube ich auch noch, ja, das kann man glaube ich ganz schlecht erkennen. Schau mal, ja, hier vorne dann. Guck mal, ob ich es von der anderen Seite vielleicht ein bisschen besser drauf kriege. Wahrscheinlich auch schwer. Genau, also bis hier ist Spark und dann hier vorne, das ist schon wieder original. Ja, verzeiht mir auf jeden Fall, dass ich es nicht so gut zeigen kann. Aber im verbauten Zustand natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall ist es hier die Dyno-Auspuffanlage. Wir haben hier aber für den Kunden extra was Spezielles angefertigt. Und zwar einmal kann man hier die Dyno-Töpfe drauf machen. Das ist im Prinzip hier mit einem Adapter, kriegt man die drauf. Es gibt aber auch noch für die Anlage im Prinzip andere Dämpfer, die zeige ich euch jetzt gleich mal. So, ich halte euch das jetzt mal hier so hin, ich hoffe es geht irgendwie. Genau, also man kann jetzt zum Beispiel auch noch diese Dämpfer hier drauf bauen, also man kann wechseln zwischen denen und denen hier. Die hier sind natürlich geeignet für so Strecken, wo zum Beispiel 98 dB noch irgendwie gilt, also man könnte hier mit zum Beispiel noch Oschersleben fahren. Mit dieser Anlage geht das natürlich nicht mehr. Jetzt haben wir im Prinzip hier bei dieser Anlage zwei Varianten und im Prinzip kann sich jetzt der Kunde dann eben aussuchen, wenn er jetzt zum Beispiel auf einer Rennstrecke zu laut sein sollte, kann er sagen, okay, ich baue mir die Dämpfer hier drauf, bin ich auf jeden Fall noch leise, oder ich baue mir eben die drauf, habe dann natürlich eine deutlich schönere Optik, einen schöneren Klang natürlich auch, oder beziehungsweise auch natürlich lauter, für Strecken, wo es eben egal ist. Aber ja, hier im Prinzip die ja, bisschen längeren Dämpfer nochmal.
die dann im Prinzip einfach nur hier per Feder abgezogen werden. Und dann kann man im Prinzip die hier gleich drauf tun und wieder per Federn einklinken und dann ist es schon gewechselt. Also super schnell das System und eben gerade für Rennstrecken geeignet, wo man sagt, okay, hey, ich will jetzt hier eine Rennstrecke fahren, wo ein Low dB-Limit ist, dann packe ich mir die einfach kurz drauf. Und ja, wenn es im Prinzip heißt, jetzt geht es nach Mugello als Beispiel, dann kann man die zum Beispiel draufschrauben. Bei beiden Varianten kriegt man hier noch einen dB-Killer rein, also sowohl hier, ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, genau, als auch hier kann man bei beiden Varianten im Prinzip noch einen Killer reintun. Dann sind die auch beide noch mal leiser. Genau, wir kommen auf jeden Fall gleich zum Soundcheck. Wir testen hier diese Dyno-Dämpfer und ich habe die schon mal angemacht, beziehungsweise ein paar Leute von euch haben es vielleicht auch schon auf Instagram gesehen. Das ist vom Sound her brutal. Sehr, sehr kenniger Sound, den hören wir uns aber gleich noch an. Genau, jetzt bringe ich die Dämpfer mal kurz wieder rein und dann machen wir noch mal weiter hier mit dem Video. Bevor ich euch gleich nochmal die Felgen zeige, habe ich hier auf der einen Seite was vergessen. Und zwar haben wir hier noch den GB Racing Lichtmaschinendeckel. Genau, den haben wir hier auch drauf gebaut. Auf der anderen Seite haben wir ja schon gesehen, ist im Prinzip die Trockenkupplung. So, und jetzt schaut euch die Felgen an. Wir haben hier Marchesini M10 Magnesiumfelgen. Und zwar in der Farbe Titanium Grey. Ist also die Farbe, die auch von einigen Superbike-Teams eben verwendet wird. Genau, Magnesiumfelgen, wichtig, keine Alufelgen, also Magnesium nochmal einen Ticken leichter als Alu und auch zum Beispiel in der MotoGP werden im Prinzip die Magnesiumfelgen gefahren, weil es einfach vom Feeling her deutlich besser ist als auch original die Carbonfelgen. Original hat die Panigale V4 SP2 ja die BST Carbonfelgen, die sind aber eigentlich für die Rennstrecke, ich würde es eher sagen, nicht so geeignet, im Gegensatz zu dem Magnesium eben. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die MotoGP-Teams keine Carbonfelgen fahren, weil sie einfach vom Flex her viel zu starr sind. Das heißt, gerade was das Fahrgefühl angeht, sind eben Alu bzw. auch hier die Magnesiumfelgen deutlich besser als die Carbonfelgen. Und natürlich auch von der Empfindlichkeit her ist Carbon, ja, ich glaube, ihr habt schon die ein oder anderen Stories gehört. Genau, so empfindlich sind die Magnesium auf jeden Fall nicht. Und es ist auch nicht mehr so, dass die, wie damals gesagt wurde, porös werden oder wie auch immer, zumindest bei Marchesini. Bei anderen Herstellern kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil wir die nicht im Programm haben. Aber bei Marchesini und OZ braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass es wie damals ist, dass man die nach 2-3 Jahren wegwerfen muss, weil ja, das Magnesium dann porös wird oder wie auch immer. Wir fahren hier selber Magnesiumfelgen seit, ich glaube, bestimmt 10, 15 Jahren auf einem gleichen Bike und da ist noch nie irgendwas gewesen. Genau, deswegen braucht ihr euch da keine Sorgen mehr machen. Früher war das mal so, aber Magnesiumfelgen kann man jetzt auf jeden Fall bedenkenlos kaufen. Dann war es eigentlich schon mit dem Bike, beziehungsweise mit den ganzen Teilen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Genau, zur Auspuffanlage noch ganz kurz. Wir haben natürlich auch einen ECU-Mapping hier drauf. Das heißt, die Anlage ist auch abgestimmt, beziehungsweise nicht ganz abgestimmt auf den Prüfstand, sondern im Prinzip nur ein Mapping, das eben passend für die Spark-Auspuffanlage ist. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt würde ich sagen, betätige ich, wie ich euch vorher schon gesagt habe, mal hier den Kill-Switch-Button. Dann könnt ihr das nochmal sehen. So, Kill-Switch-Button wird hier betätigt. Die Anlage geht an. Ich würde sagen, ich starte sie jetzt gleich mal. Dann hört ihr sie jetzt mal im Kaltstart. Wir lassen sie dann ein bisschen warm laufen und dann, wenn sie warm ist, kann ich euch nochmal so ein paar kleine Revs geben auf jeden Fall. Genau, also hier Gasgriff mit dem Lenkerschalter von JetPrime. So, betätigen wir mal und dann genießt einfach mal den schönen Sound. Ich lasse jetzt mal ein bisschen warm laufen und dann gebe ich euch ein paar Revs. Ich kann mal hier ganz kurz die Kupplung betätigen, damit ihr das Klackern ein bisschen von der Trockenkupplung hört. Geil. So, sie ist jetzt ein bisschen warm gelaufen. Jetzt gebe ich mal ein paar Revs.
Ihr habt es gehört. Das ist so laut. Also, wenn ihr die mal echt seht, hört es euch mal an. Das ist brutal. Mugello, ja, wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber könnte auf jeden Fall noch knackbar sein. Aber die ganzen deutschen Strecken hat man natürlich damit keine Chance. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal 360 Grad ums Bike rum, damit ihr euch das nochmal von jedem Blickwinkel im Prinzip kurz anschauen könnt. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Bike gefällt, wie ihr sie findet. Hier hinten beim Heck, das habe ich vorher noch gar nicht gezeigt, glaube ich, das Licht fällt ja auch komplett raus. Deswegen schaut es hier so ein bisschen offen aus. Nicht, dass ihr euch da irgendwie wundert, warum das da so leer ausschaut. Genau, dann hier nochmal von der anderen Seite ist natürlich gerade auf der anderen Seite ein bisschen die Sonne. Ist ein bisschen schwierig zu sehen, denke ich mal, aber ja, man kann es auf jeden Fall ein bisschen noch erkennen. Schaut euch mal die Farbe nochmal an, wunderschön. So, dann von vorne nochmal. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Falls es euch auf jeden Fall gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie euch die Chiara hier gefällt. Von 1 bis 10, schreibt es mal rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob es euch gefällt oder nicht. Ihr kriegt jetzt gleich noch eine Gesamtpreisübersicht. Im Prinzip, ich liste euch das nochmal ganz kurz auf. Auch so die Teile und sowas, was es gekostet hat. Und im Prinzip dann den Gesamtpreis vom Bike. Genau, kriegt ihr hier jetzt gleich im Anschluss. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.